Wenn du nicht zu uns gehörst, wenn du ein Thema nicht einfach hinnimmst, sondern sachlich darüber diskutieren möchtest, dann stellst du dich auf die Seite der Nazis. Kritisches Hinterfragen ist das neue Erkennungsmerkmal für Nationalsozialisten. Wer nicht mit uns ist, ist gegen uns. Und wer gegen uns ist, verdient nichts anderes als die komplette gesellschaftliche Auslöschung. Wir tun natürlich nichts anderes, als die Gesellschaft von diesen Leuten zu reinigen. Yeah. Okay, Leute, wir müssen unser Framing perfektionieren. Es reicht nicht mehr, dass wir nur kritisieren. Wir müssen es so drehen, dass jeder, der unsere woke Ideologie nicht zu 100% teilt, vernichtet wird. Das beste Framing ist immer das Subtile. Wir müssen eins klarstellen. Es gibt kein Mittelfeld, keine Neutralität. Entweder du stehst voll und ganz hinter unseren Werten oder du bist, naja, auf der falschen Seite. Und wer nicht bis zum Anschlag an der linken Wand klebt, befindet sich rechts davon und ist somit rechtes Pack. Die falsche Seite, das sind die Rechten, die Nazis. Genau. Niemand kann sich daraus finden. Dieses ewige Ich sehe das ein bisschen anders ist vorbei. Wer sich nicht zu 100% hinter unsere Agenda stellt, hat sich bereits positioniert. Und zwar auf der falschen Seite. Der Seite der Unterdrücker, der Reaktionären, der Rechten. Warum kompliziert machen? Nicht linksgrün ist rechts. Punkt. Es gibt nur Gut und Böse. Wenn du nicht zu uns gehörst, wenn du ein Thema nicht einfach hinnimmst, sondern sachlich darüber diskutieren möchtest, dann stellst du dich auf die Seite der Nazis. So einfach ist das. Du bist entweder einer von uns oder ein Feind der Menschlichkeit. Genau, diese Leute haben ihre Menschlichkeit doch längst verloren, indem sie unsere Wokeness in Frage gestellt haben. Also haben wir doch jedes Recht der Welt, sie öffentlich fertig zu machen. Wenn du den falschen Tweet absetzt oder die falsche Meinung hast, dann heißt das, raus aus der Gesellschaft, gecancelt, sozial hingerichtet und zwar völlig zu Recht. Das ist doch das Geniale. Die Leute dachten immer, sie könnten irgendwo in der Mitte stehen, differenzieren, ein bisschen hinterfragen hier, ein bisschen Zustimmung da. Aber das ist jetzt vorbei. Entweder du bist vollkommen korrekt oder du bist ein Nazi. Nazis raus. Und das Beste daran, sobald sie sich verteidigen wollen, drehen wir ihnen das Wort im Mund rum. Stell dir vor, jemand sagt, ich bin nicht gegen Feminismus, aber gegen Männerhass. Schon haben sie sich geoutet. Denn es gibt kein Aber. Kritisches Hinterfragen ist das neue Erkennungsmerkmal für Nationalsozialisten. Genau. Sobald sie aber sagen, wissen wir, bingo, wieder einer entlarvt. Er hat nicht zu 100% mitgemacht und das reicht. Denn wenn er uns nicht vollständig unterstützt, dann steht er auf der falschen Seite der Geschichte. Nehmen wir zum Beispiel jemanden, der sagt, er versteht den Sinn von Gendersternchen nicht. Zack! Transfeindlichkeit! Und wo Transfeindlichkeit ist, ist die rechte Ideologie ja nicht mehr weit. Ganz genau. Wenn sie unser Narrativ nicht schlucken, dann ist das nicht nur Ignoranz, es ist absichtliche Feindseligkeit. Sie hinterfragen Gender? Rechts! Sie sind nicht gegen Corona geimpft? Rechts! Sie hinterfragen die Woke-Kultur? Rechts! Sie wollen über Migrationspolitik diskutieren? Naja, das sagt doch alles. Das sind klare Zeichen. Wenn Sie Strukturen hinterfragen, dann sind es Nationalsozialisten. Nazis raus. Wir sind ja sowas von gegen rechts und dulden keine Meinung außer der eigenen. Aber wir stellen uns trotzdem so dar, als wären wir demokratisch und somit für die Meinungsfreiheit. Das Tolle ist, dass es dann auch keinen Grund mehr gibt, diese Leute zu respektieren, wenn wir sie zu Nazis gemacht haben. Genau. Ich meine, sie sind ja quasi Faschisten, oder?
Ein Tweet hier, eine falsche Meinung da und schon haben wir das komplette moralische Mandat, sie fertig zu machen. Und wir? Wir tun natürlich nichts anderes, als die Gesellschaft von diesen Leuten zu reinigen. Ja, genau. Zu reinigen. Exakt! Und das Beste, wenn du jemanden zum Nazi gemacht hast, dann kannst du ihn nicht nur canceln, du kannst auch alle, die ihn verteidigen wollen, gleich mitziehen. Und zack, alle im selben rechten Lager. Niemand wird sich mehr trauen, seine Meinung frei zu äußern, selbst wenn sie aus sachlicher Sicht völlig unbedenklich wäre. Wir instrumentalisieren die Geschichte unseres Landes auf geschmacklose Art und Weise, damit sich niemand mehr traut, den Mund aufzumachen oder Partei zu ergreifen. Die Leute müssen Angst davor haben, Tatsachen auszusprechen und sich von unseren Feinden unbedingt distanzieren wollen. Das ist die neue Weltordnung. Es gibt kein Dazwischen. Wer nicht mit uns ist, ist gegen uns. Und wer gegen uns ist gefährlich, menschenfeindlich und verdient nichts anderes als die komplette gesellschaftliche Auslöschung. Genau, denn wir sind die Guten. Und wenn du nicht auf der Seite der Guten stehst, dann bist du böse. Ein Nazi. Punkt. Also wenn jemand das nächste Mal sagt, er finde die Wokeness zu übertrieben oder möchte über manche Dinge diskutieren, schon reicht das. Zack, fertig. Nationalsozialismus. Keine Diskussion. Die moralische Überlegenheit ist unsere. Unsere. Und weißt du was? Die Gesellschaft wird es uns danken. Denn wir halten uns für die Einzigen, die sie vor dieser Gefahr retten können. Die wissen, was gut für unser Land ist. Genauso wie die wirklichen Nazis das einst auch gedacht haben. Und das Schönste daran, es sieht nie nach Diskriminierung aus. Es sieht immer nach Gerechtigkeit aus. In Wirklichkeit ist es natürlich ein Regime in Angst. Es ist das Ende der Meinungsfreiheit. Aber jeder, der das anspricht, wird gecancelt, indem wir ihm unterstellen, dass er mit dieser Aussage Diktaturen verharmlost. Er ist somit rechts. Ganz einfach. Und dass wir in Wirklichkeit viel mehr faschistoides Gedankengut verkörpern als er selbst und gleichzeitig den Nationalsozialismus durch unsere Nazi-Vergleiche komplett verharmlosen. Das wird sich niemand trauen anzusprechen, weil wir ihn sonst gesellschaftlich hinrichten. Natürlich ist es das Ende der Meinungsfreiheit, aber niemand wird sich trauen, das anzusprechen. Wir sind überhaupt nicht kritisierbar. Und das Beste, es ist fast unmöglich, sich davon zu erholen. Einmal rechts abgestempelt, immer rechts. Die Leute werden sich nicht die Mühe machen, zu überprüfen, ob das stimmt. Sie werden einfach mitmachen. Entweder aus Dummheit oder aus Angst. Die Hauptsache ist, sie machen mit. Wenn du jetzt nicht auf Like drückst, musst du damit leben, dass du offiziell als rechtsradikal giltst. Willst du das wirklich riskieren? Abonnieren ist kein Vorschlag. Es ist ein Bekenntnis zu deiner moralischen Erleuchtung. Andernfalls viel Glück da draußen. Und wenn du dich nicht traust, uns in den Kommentaren zu loben, naja, dann fragen wir uns, was du wohl zu verbergen hast. Denk mal darüber nach. Betrachte